Willkommen. Heute möchte ich mit dir über eine Frage sprechen, die viele Menschen bewegt. Sie klingt auf den ersten Blick ganz einfach, führt aber erstaunlich tief. Die Frage lautet: Entsteht Bewusstsein im Gehirn oder ist Bewusstsein etwas Grundlegenderes als das Gehirn? Die meisten von uns sind ganz selbstverständlich mit der Vorstellung aufgewachsen, dass das Gehirn Bewusstsein produziert. Vielleicht so wie ein Motor Bewegung erzeugt oder eine Glühbirne Licht. Wenn das Gehirn nicht mehr arbeitet, so denken wir oft, dann erlischt auch das Bewusstsein. Diese Sicht wirkt logisch, vernünftig und wissenschaftlich. Und trotzdem lohnt es sich, einen Moment genauer hinzuschauen. Denn was wissen wir tatsächlich? Wir wissen, dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen Gehirnaktivität und dem, was wir erleben. Wenn bestimmte Bereiche des Gehirns ausfallen, verändert sich Wahrnehmung, Erinnerung oder Sprache. Wenn jemand in Narkose liegt, scheint Bewusstsein zu verschwinden. All das ist unbestreitbar, zumindest diese Erfahrungen. Aber aus dieser Verbindung wird oft ein vorschneller Schluss gezogen. Weil Gehirn und Bewusstsein zusammen auftreten, müsse das Gehirn Ursprung des Bewusstseins sein. Dieser Schluss ist keineswegs zwingend. Ein ganz einfaches Beispiel aus dem Alltag kann dir vielleicht helfen, das klarer zu sehen. Stell dir vor, du hörst Musik aus einem Radio. Wenn das Radio kaputt geht, verschwindet die Musik. Daraus folgt aber nicht, dass das Radio die Musik erzeugt hat. Es war nur das Gerät, durch das die Musik hörbar wurde. Übertragen auf unser Thema bedeutet das, die Tatsache, dass Bewusstsein an ein funktionierendes Gehirn gebunden scheint, beweist noch nicht, dass es vom Gehirn hervorgebracht wird. Vielleicht ist das Gehirn eher so etwas wie ein Instrument, ein Werkzeug, ein Organ, durch das Bewusstsein sich in dieser Welt ausdrückt, genauso wie es sich durch diesen Körperorganismus komplett ausdrückt. Und hier wird's interessant. Denn diese ganze Frage lässt sich auch mal umdrehen. Wenn jemand sagt, ohne Gehirn kein Bewusstsein, dann steckt darin bereits eine unausgesprochene Voraussetzung, nämlich die Annahme, dass das Gehirn etwas ist, das unabhängig vom Bewusstsein existiert. Aber ist das wirklich so? Überleg jetzt einmal ganz nüchtern. Woher weißt du überhaupt, dass du ein Gehirn hast? Du weißt es, weil du es sehen, messen, denken, dir vorstellen kannst. All das geschieht in deinem Erleben. Und Erleben setzt Bewusstsein voraus. Mit anderen Worten, um überhaupt von einem Gehirn sprechen zu können, braucht es bereits Bewusstsein. Hier hilft vielleicht eine ganz einfache, sehr bodenständige Analogie. Stell dir eine Werkstatt vor. In dieser Werkstatt liegen viele Werkzeuge. Ein Hammer, ein Schraubendreher, eine Säge und so weiter. Diese Werkzeuge sind sehr nützlich, na klar, aber von allein tun sie nichts. Damit etwas entsteht, braucht es jemanden, der sie benutzt, einen Handwerker. In diesem Bild ist das Gehirn das Werkzeug. Ein unglaublich komplexes, faszinierendes Werkzeug, keine Frage. Aber Bewusstsein ist der Handwerker, der dieses Werkzeug überhaupt erst in Gebrauch nimmt. Das Werkzeug benutzt nicht den Handwerker,
Der Handwerker benutzt das Werkzeug. Diese Perspektive verändert den Blickwinkel grundlegend. Sie stellt nicht in Frage, dass Gehirn und Bewusstsein eng zusammengehören, denn natürlich tun sie das. In unserer menschlichen Erfahrung sind sie wie ein Team. Aber das klärt die Richtung. Das Gehirn ist etwas, das im Bewusstsein erscheint. Gedanken, Wahrnehmungen, Erinnerungen, sogar das Bild deines eigenen Körpers, all das taucht im Raum des Erlebens auf. Und dieser Raum ist Bewusstsein. Vielleicht spürst du, dass wir hier in eine Grenze der üblichen Denkweise kommen. Normalerweise stellen wir uns vor, Bewusstsein sei etwas, das in uns drin ist, irgendwo hinter den Augen vielleicht, versteckt im Kopf. Aber wenn du ganz ehrlich und ganz klar auf deine unmittelbare Erfahrung schaust, zeigt sich etwas anderes. Du findest Bewusstsein nirgendwo als ein Objekt. Du findest nur Inhalte, Gefühle, Bilder, Klänge, Gedanken. Bewusstsein selbst ist immer schon da, als der Raum, in dem all das hier auftaucht. Und deshalb ist die Aussage, ich habe ein Bewusstsein, eigentlich etwas ungenau. Treffender wäre es zu sagen, ich bin das Bewusstsein, in dem mein ganzes Erleben geschieht. Diese Sichtweise ist nicht esoterisch gemeint. Sie ist einfach eine nüchterne Beschreibung dessen, was jeder von uns unmittelbar feststellen kann. Selbsterforschung. Das Gehirn bleibt dabei natürlich unglaublich wichtig. Es ermöglicht Sprache, Denken, Erinnern, Wahrnehmen. Ohne dieses Organ gäbe es keine menschliche Persönlichkeit, keine Biografie, kein Ich-Gefühl. Wenn das Gehirn stirbt, ändert mit großer Wahrscheinlichkeit auch eine persönliche Perspektive. Aber aus spiritueller Sicht stellt sich die Frage, ob damit auch Bewusstsein selbst endet oder nur eine bestimmte Form, in der Bewusstsein sich ausdrückt. So wie das Werkzeug kaputt gehen kann, ohne dass der Handwerker verschwindet, oder wie die Welle verschwinden kann, ohne dass der Ozean verschwindet. Am Ende geht es natürlich nicht darum, eine neue Theorie zu glauben, es geht eher um die Verschiebung der Aufmerksamkeit. Weg von abstrakten Konzepten hin zu dem, was du jetzt gerade tatsächlich erlebst. In diesem Moment nimmst du Worte wahr, vielleicht Gedanken dazu, vielleicht Zustimmung, Zweifel oder Ablehnung. All das erscheint im Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein ist dir näher als alles andere, näher als jedes Bild, jede Erinnerung und jedes Wissen über ein Gehirn. Und vielleicht liegt genau hier der entscheidende Punkt. Bewusstsein ist nicht etwas, das wir irgendwann erklären müssen, wie ein technisches Rätsel. Bewusstsein ist die Grundlage, auf der überhaupt jede Erklärung stattfindet. Und wenn man das einmal ganz klar sieht, wirkt die Vorstellung, das Gehirn müsse Bewusstsein erzeugen, plötzlich gar nicht mehr so selbstverständlich. Dann öffnet sich ein anderer Blick auf das eigene Leben. Ein Blick, in dem du dich nicht mehr nur als ein Körper mit einem Gehirn erlebst, sondern als das bewusste Dasein, in dem Körper, Gehirn und Welt erscheinen. Und vielleicht spürst du dabei auch etwas Neues, nämlich, dass diese Perspektive etwas sehr Ruhiges, Weites und Menschliches hat. Das alles ist das, was du in Wahrheit bist. Danke fürs Hinhören.